Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Frau Universitätsprofessorin Dr. Karin Schmidlechner ein Interview führen, für das ich mich gleich recht herzlich bedanken möchte. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was mich persönlich auch sehr interessiert ist, gab es eine Zeit oder einen Einschnitt in Ihrem Leben, der Sie besonders geprägt hat? Ja, gab es schon. Ich glaube, da war ich etwa 16 Jahre alt und stamme aus einem kleinen Ort, bin sehr konservativ auch erzogen, war auch sehr religiös, fromm und so weiter. Also ich war ein sehr braves Kind, ein braves Mädchen und ungefähr mit 16 sind mehrere Ereignisse in meinem Leben zusammengefallen. Das eine war tatsächlich der Philosophieunterricht im Gymnasium, der, ich kann nicht einmal sagen, ob er gut oder nicht gut war, aber der mir wirklich sehr viele neue Welten eröffnet hat in meiner kleinbürgerlichen Welt. Genauso der Literaturunterricht, also ich habe immer sehr, sehr, sehr viel gelesen, aber eher Belangloses, und mit 16 sind dann eben die wahrscheinlich im Lehrplan vorgeschriebenen Werke gekommen. Ich kann mich an Kafka, Ionesco und so weiter erinnern. Und das dritte Ereignis war, dass ich im Ort mit einigen sehr als schwierig bekannten jungen Burschen befreundet war. Das waren sogenannte Revoluzer, die also sehr gesellschaftskritisch auch waren. Und das hat mir als braven Mädchen unglaublich getaugt. Und die haben mich dann quasi zu einer anderen Musik gebracht. Und von da an war ich also eine sehr rebellische, kritische, aufmüpfige, antikapitalistische Person. Können Sie sich vielleicht noch an ein bestimmtes Erlebnis erinnern, an eine Situation zu der Zeit? Ja, da gab es mehrere. Eines war, dass diese zwei Burschen, mit denen ich schon im Kindergarten war, irgendwann in einer Nacht im Ort Mercedes-Sterne von den Autos gerissen haben. Und das war natürlich ein wahnsinniger Skandal, aber mir hat das irgendwie sehr, sehr imponiert. Und das Zweite war, dass wie ja schon gesagt, die haben eben eine andere Musik gehört als ich. Ich war nämlich aufgrund der Tatsache, dass ich auch kein UKW-Radio hatte, auf Radio Steiermark angewiesen. Ich war auch mit 12, 13, 14 eine innige Roy Black Hörerin. Und dann habe ich im Radio ohne UKW zwei Sender hereinbekommen in der Nacht. Das eine war Radio Tirana, glaube ich, die also die haben immer um Mitternacht deutsche Propagandasendungen gegen den Kapitalismus gebracht. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Und das zweite war, glaube ich, Saarbrücken, die Hitparade. Und da habe ich das erste Mal auch noch andere Musik gehört. Und ich werde nie vergessen Blood, Sweat and Tears. Das war sozusagen die erste andere. Blood, Sweat and Tears und Janis Joplin. Das waren quasi das war die Brücke in ein anderes Dasein, sehr zum Entsetzen meiner Eltern, klarerweise, die das überhaupt nicht verstanden haben. Ich habe mir dann auch die Haare schneiden lassen. Also ich habe ja natürlich einen Zopf gehabt und dann die Haare offen und. Also Lächerlichkeiten, aber für 16-jährige, brave Tochter aus gutem Hause bemerkenswert damals, ja. Das waren meine persönlichen Zugänge. Natürlich war das alles im Kontext
von 68, aber eben später, also ich bin keine 68erin, genauso wie die Che Guevara-Plakate, die wir dann überall aufgehängt haben, ohne überhaupt zu wissen, wer das war. Das finde ich bis heute bemerkenswert, diese Poster, die für mich unglaublich anziehend waren. Niemand hat gewusst, wer das war. Viel später habe ich dann festgestellt, das war Che Guevara. Ja, und also das war eine Eröffnung dieser Che Guevara. Wer war die? Also ich kenne die auch nicht. Che Guevara war sozusagen einer der Initiatoren der kubanischen Revolution und war ein junger, schöner, gescheiter Mensch, ist dann auch Minister in der Regierung Fidel Castro gewesen und ist aber dann zurückgetreten, weil ihm das zu sehr strukturiert und zu wenig revolutionär war, und hat dann mit anderen versucht, eben diese Revolution nach Afrika zu bringen und auch nach Südamerika, und ist dabei ermordet worden. Also war sehr jung. Das ist ja mit vielen dieser Helden quasi, wenn sie jung sterben, werden sie, glaube ich, gar nie vergessen. Und der ist ja heute noch eine Ikone der linken, bisschen widerständigen Bewegung. Welche Erwartungen und Hoffnungen hatten Sie zu dieser Zeit? An das kann ich mich eigentlich wirklich nicht mehr erinnern. Die Erwartungen und Hoffnungen haben sie immer auf das zunächst Schuljahr, also eigentlich bis 18, ja, auf eine Matura, Hoffnungen. Es war eine andere Zeit als heute. Wir hatten das Glück, glaube ich, zumindest ich, sehr unbeschwert aufzuwachsen. Also nicht diese Sorge um eine Zukunft zu haben. An das kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Also nicht, wie werde ich einmal mein Geld verdienen oder wie wird die Welt werden. Das war zumindest in meinem Umfeld eigentlich kein großes Thema. Würden Sie sagen, dass die Zeit auch Ihr späteres Leben beeinflusst hat, so im beruflichen Kontext? Ja, natürlich. Also ich glaube, das war die einflussreichste Phase überhaupt in meinem Leben. Ich war zwar von klein auf, ich komme aus einer sozialdemokratischen Mittelschicht, also das muss ich schon sagen. Ich war von klein auf quasi Sozialdemokratin. Also habe mich da mit dem Urchristentum gefunden, Unterstützung der Schwächeren, sich einzusetzen für schwache Menschen. Habe aber gerade durch diese Phase dann das Ganze schon in einem größeren Kontext auch gesehen. Das war meine antikapitalistische Zeit, und als ich dann auf die Uni gekommen bin, das war 1972, da habe ich mich eigentlich nur solchen Gruppierungen, und da hat es ja unglaublich viele gegeben, die marxistische Studentenorganisation und die Trotzkisten und für mich war eindeutig klar, wir waren damals auch ideologischer oder doch ein Teil der Studierenden, dass die Weltverbesserung eigentlich nur mit diesem Konzept möglich ist, also mit dem Linken. Und wir waren, also ich auch, eine fanatische Antifaschistin, sobald ich überhaupt mitbekommen habe. Ich habe ja Geschichte studiert, also im Geschichteunterricht im Gymnasium war das noch nicht so prägnant. Also sobald ich überhaupt eine fundiertere Auseinandersetzung mit der NS-Zeit beispielsweise erhalten habe. Und das hat mich bis heute geprägt, und das bin ich eigentlich bis heute. Mir ist aber schon klar, gerade in der Konfrontation oder im Zusammensein mit den heutigen Studierenden, dass ich für die manchmal wie ein Relikt aus einer
aus einer Zeit komme, die sie gar nicht verstehen. Sie haben sich in Ihrem Leben ja auch sehr mit der Frauenbewegung und Gender Studies beschäftigt. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen etwas erzählen? Ja, das stammt auch aus der Zeit. Wie gesagt, auf einmal war ganz klar, und da hat auch wieder die große Welt quasi in die kleine Einzug gehalten. Das war ja dann die Zeit der zweiten Frauenbewegung, die jetzt Anfang der 70er Jahre hier in Graz noch nicht einen großen Einfluss gehabt hat. Aber nachdem ich jetzt schon links war, war ganz klar, dass ich auch feministisch war. Und ich habe halt den Anschluss an jene Frauen auch gesucht, die hier schon auch sehr aktiv waren. Und ich habe unglaublich viel gelesen in Bezug auf Feminismus und habe mich auch als Feministin gefühlt und habe auch bei diversen Aktionen mitgemacht. Ich kann mich erinnern, Demonstration gegen eine Misswahl in Graz und dann auch der Versuch, diese Idee umzusetzen. Ich war bei einer Gruppe dabei, die sich für das Grazer Frauenhaus oder für ein Frauenhaus überhaupt, das war aber schon später, engagiert hat. Und ich habe einen 2CV damals gehabt und habe hinten oben stehen gehabt, diesen Wagen fährt eine emanzipierte Frau. Da war ich sehr stolz. Und es war unglaublich, wie oft mir das beschädigt wurde. Und mit irgendwelchen Sprüchen und so weiter. Also man hat damals ziemlich leicht provozieren können. Und diese quasi zunächst einmal individuelle Beschäftigung hat sich dann nicht auf der Uni, interessanterweise, auf der Uni im Fach Geschichte zum Beispiel, hat es die Frauenfrage überhaupt nicht gegeben. Ich habe dann, nachdem ich fertig studiert hatte, in einer anderen Institution gearbeitet, wo ich auch Gelegenheit hatte, ganz viel zu lesen. Und das war dann 1980, da habe ich ein Buch von der Bibliothek der Arbeiterkammer mir ausgeborgt. Das hat geheißen Die Wirklichkeit der Frau von Evelyne Süler-Roh, so eine französische Soziologin, die unglaublich prägnant damals die Frauenthematik beschrieben und analysiert hat. Und das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich weiß noch, wo ich gelesen habe, ich weiß das Datum. Und von da an war mir klar, ja, um Gottes Willen, ich bin Historikerin und habe überhaupt noch nie darüber nachgedacht. Und von diesem Tag an habe ich mich mit Frauenforschung, Frauengeschichte und dann später mit Geschlechterforschung beschäftigt und habe das sehr nachdrücklich und sehr vehement und ja, mit nicht immer gleichem Erfolg, aber letztendlich doch so betreiben können, dass es mittlerweile noch beispielsweise bei unserem Studienplan ein Pflichtfach ist. Das muss man also schon als Erfolg sehen. Nicht? Konnten Sie bei Ihren Studien dann auch bewusst gesellschaftliche Veränderungen auch wahrnehmen? Naja, also das Problem, oder nicht das Problem, ich war ja quasi ursprünglich Historikerin und habe mich sehr auch im feministischen Sinn mit der Vergangenheit beschäftigt. Eben, wo sind die Frauen, warum kommen Frauen nicht vor? Aber gerade die Frauenforschung hat ja dann noch viel mehr Auswirkung für gegenwärtige Phänomene gehabt, klarerweise, und hat es ja auch noch immer. Und ich war dann halt davon überzeugt, dass das, was ich für die Vergangenheit hier erforsche, dass das auch wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse für die gegenwärtige Situation von Frauen sind. Also so gesehen macht das schon
Sinn, weil man einfach Argumente findet auch, warum beispielsweise das patriarchalische System ein ungerechtes System ist und abgeschafft werden sollte. Wie nehmen Sie eigentlich denn heute den Feminismus wahr? Ja, wenn ich ihn überhaupt wahrnehme, bin ich schon ganz zufrieden. Ich nehme ihn wahr als noch differenzierter, als er in der Anfangszeit war. Das verwundert mich zwar nicht, das hat auch damit zu tun, dass in der wissenschaftlichen Diskussion die feministische Forschung ja sehr lange und wahrscheinlich auch von vielen noch bis zur Gegenwart diskreditiert ist. Und hier mal der Versuch oder das Bemühen da war, diese Forschung einmal wissenschaftlich haltbarer zu machen. Das ist die eine Seite. Die andere als gesellschaftliche Bewegung war ja schon relativ bald klar, dass die Kategorie Geschlecht allein eigentlich nicht ausreichen wird, um gesellschaftliche Missstände und Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Das war wirklich nur in den Anfangsphasen, Sisterhood is global und so weiter. Also quasi wir sind Frauen und wir haben ein gemeinsames Ziel. Das hat vielleicht für die Frage der Geburtenunterbrechung auch gestimmt, aber nicht einmal da. Und ansonsten ist die Kategorie der Klassenzugehörigkeit eigentlich immer fast wichtiger als die der Zugehörigkeit zur Kategorie Geschlecht. Das ist einmal auch ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, dass die heutigen jungen Frauen mit dem, was uns als erste Generation oder zweite Generation mit Feminismus verbunden hat, nicht mehr wirklich viel anfangen können, weil das, worum es damals gibt, teilweise doch schon erfüllt wurde, wobei man natürlich hier auch ganz genau schauen muss, in welchen Räumen sich die Menschen bewegen. Aber ich spreche jetzt quasi von der westlichen kapitalistischen Welt. Und ein weiteres Problem liegt einfach auch darin, dass die Bedeutung des Wortes Feminismus ja nicht patentiert ist. In Wirklichkeit kann das von allen Menschen verwendet werden und das wird auch teilweise dann eben sehr individuell definiert. Und die neuesten Varianten, mit denen Pornfeminismus und so weiter, da muss ich eigentlich fast passen. Also da kann ich nicht so gut mit. Aber ich möchte es auch nicht von vornherein ablehnen, weil ich habe auch kein Recht darauf zu bestehen, was Feminismus eigentlich ist. Was sagen Sie heute auch zu der Fremdenfeindlichkeit und zum Antisemitismus? Ja, das ist eine sehr traurige Entwicklung in der Geschichte der letzten Jahre. Beides hängt ja auch irgendwie zusammen. In der NS-Zeit und in den Jahrzehnten vorher waren quasi jüdische Menschen die Fremden, die dann durch die Propaganda, durch die Ideologie immer mehr entmenschlicht wurden. Und mittlerweile auch, weil ja leider jüdische Menschen sich zumindest bei uns gar nicht mehr gut eignen als Projektionsfläche für Negatives, weil es ja kaum welche gibt. Mittlerweile ist diese Rolle Menschen mehr oder weniger zugesprochen worden, die aus irgendeinem Grund nicht als zur österreichischen Gesellschaft gehörend bezeichnet werden. Ich will gar nicht das
Wort Ausländer oder fremd und so weiter verwenden, weil das teilweise ja auch gar nicht stimmt. Nicht? Beides hat ganz, ganz klar mit Rassismus zu tun. Und das, was ich jetzt auch als quasi Expertin immer schon leider vermutet habe, dass eben der Rassismus aus der NS-Zeit eben nicht wirklich aufgehört hat, Wirkung zu zeigen, bestätigt mich in Wirklichkeit nicht. Und was sagen Sie aktuell zu den populistischen Bewegungen? Ja, grauenhaft, abstoßend, widerlich, aber noch widerlicher eigentlich, wie die jetzt österreichische Bevölkerung oder auch, wenn man das global sieht, wie die Menschen hier das annehmen. Und das bringt mich wirklich zur Feststellung, dass dass aus der Geschichte nichts gelernt wurde, beziehungsweise es wurde schon etwas gelernt, nämlich wie ich Menschen aufhetzen kann. Und da bin ich mehr oder weniger ratlos. Ich habe keine Ahnung, wie man dem begegnen soll. Haben Sie dennoch Wünsche für Österreich in Zukunft? Ja, ich habe den Wunsch oder die Wünsche, dass der Teil der Bevölkerung, der nicht so denkt, dass der sich etwas mehr artikuliert. Ich sage meinen Studierenden auch immer, wer schweigt, stimmt zu. Es hilft nichts, also jetzt im Stillen empört zu sein, sondern es ist notwendig aufzustehen und klar zu machen, das ist auch nicht Österreich, das ist ungefähr die Hälfte, vermute ich, der österreichischen Bevölkerung, die sich so verhetzen hat lassen. Haben Sie zum Abschluss auch vielleicht noch Wünsche an die EU und an Europa für die Zukunft? An die EU habe ich, ja, also ich bin froh, dass es die EU gibt, Gott sei Dank, weil das bietet eine Möglichkeit der Identifikation, wenn man sich beispielsweise mit dem eigenen Land nicht mehr so identifizieren kann oder mit der Regierung. Mein Wunsch wäre, dass sie etwas weniger kompromissbereit ist, vor allem wenn es eben um Länder geht, in denen also ganz klar Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit vorkommen. Also ich wünsche mir da klarere Positionen von der EU. Gut, dann komme ich schon langsam zum Ende von unserem Gespräch. Möchten Sie vielleicht persönlich noch irgendetwas anmerken, etwas berichten? Erzählen? Ja, persönlich möchte ich anmerken, dass es wahrscheinlich nicht viel bringt, jetzt so wie ich, also sehr pessimistisch zu denken, dass es auch für mich sinnvoller wäre, aktiver zu sein. Bis jetzt bin ich ja in der Begegnung mit den Studierenden, aber auch aus Zeitmangel habe ich mich noch nicht so einbringen können und ich habe jetzt vor, das stärker zu tun. Dann sage ich vielen herzlichen Dank Gerne. für das Interview. Gerne. Dankeschön.